Für das heutige Bild kommt ein bisschen Urlaubsstimmung auf. Ich habe nämlich mal wieder die Insel Sylt gemalt. Es ist ein Kundenauftrag gewesen und hier bekommt ihr auch schon mal so ein paar Eindrücke von der Insel. Das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich vorgezeichnet habe. Ich mache das immer mit einem Raster. Ich habe das einmal ausgedruckt und dann übertrage ich mir das Raster auf meine Leinwand. Die Verkästelung ist manchmal auch ein bisschen kleiner bei den Bereichen, wo ein bisschen mehr los ist, wo ich mehr darauf achten muss, wo die Linien lang verlaufen. Ich habe für dieses Gemälde auch mehrere Skizzen angefertigt und mit meinem Kunden abgesprochen, was er so gerne haben möchte. Die ganzen Farben, die ich dafür verwendet habe, die findet ihr in der Infobox. Ich mische, wie ihr hier seht, auch die Farben manchmal einfach direkt auf der Leinwand zusammen. Das heißt, ich fange zum Beispiel an mit so einem Ultramarinblau und dann nehme ich mir das Grün herbei und mische das da einfach direkt nass in nass mit rein. Kann man so machen, muss man aber nicht. Das hier ist ein Acrylmedium, das benutze ich, um die Farbe nochmal zu verdünnen und die verhindert auch, dass die Farbe bröckelig wird. Habe ich euch ebenfalls in der Infobox aufgelistet. Die Leinwand ist übrigens 1,50 Meter mal 1,50 Meter groß, also schon ein etwas größeres Gemälde, was meinen Raum hier ganz gut ausgefüllt hat. Das Meer wird ja immer heller und etwas grünlicher, je mehr man zum Strand hinkommt, also je mehr man zur Insel hinkommt. Und deswegen habe ich da auch dann die helleren bzw. grünlicheren Stellen hingemalt. Und für die Strandnähe habe ich dieses Apple Cinnamon verwendet von Sostrene Grene. Das habe ich da einfach auch hier direkt auf die Leinwand aufgetragen und das direkt reingemischt, so wie ich das eben gerne mache. Hier seht ihr einmal das Bild von etwas weiter weg. Es ist noch relativ viel Fläche zu füllen und bei so einem großen Bild muss man auf jeden Fall auch in mehreren Schritten arbeiten und möglichst immer nur einen Teilbereich malen an einem Stück, weil das einfach sonst viel zu schnell trocknet, auch mit Acrylmedium. Ich habe jetzt keinen Retarder, das ist auch nochmal ein Unterschied zum Acrylmedium. Acrylmedium ist einfach dafür da, dass es sich besser verteilen lässt. Man kann es auch als Firnis benutzen. Oder eben einfach, um die Farbe ein bisschen zu verdünnen und zu strecken. Und ich mache das eben sehr gerne mit dem Acrylmedium, weil wenn man nur Wasser benutzt, dann kann halt die Farbe auch schneller mal bröckelig werden. Und das möchte ich natürlich nicht, dass die dann nachher irgendwie da abblättert oder so. Deswegen benutze ich da gerne dieses Acrylmedium.
Falls euch übrigens interessiert, welche Gemälde ich noch für diesen Kunden hier gemalt habe, es sind auch 2 weitere Sylt-Gemälde, die habe ich auch mitgefilmt, also die könnt ihr hier bei YouTube anschauen, die verlinke ich euch auch beide nochmal in der Infobox. Falls euch das interessiert, das hier ist jetzt das 3. Bild dafür. Die Insel ist jetzt nicht naturgetreu gestaltet, sondern eher in solchen Beige-Tönen. Das war ein besonderer Wunsch des Kunden. Der wollte gerne, dass die Insel so ein bisschen sandig aussieht und dass sie auch zu dem anderen Gemälde passt, was ich für ihn schon gemalt habe. Deswegen ist das jetzt hier ohne Grün oder solche Sachen, sondern halt eher wirklich nur in diesen Beige-Tönen. Und ich habe natürlich trotzdem versucht, so ein bisschen die Relation von Strand, Stadt und Wald darzustellen, indem ich halt manche dunkleren Farbtöne mit eingebracht habe, also dunklere Beige-Töne und dann Richtung Strand hin halt wirklich dieses ganz helle Beige-Weiß. Hier trage ich mit einem dünnen Pinsel auch nochmal dieses ganz helle Cremeweiß auf, damit einfach der Strand nochmal ein bisschen mehr heraussticht. Hier unten fehlten auch nochmal so ein paar Details, die habe ich auch mit dem dünnen Pinsel nochmal ergänzt, weil mit dem großen kriegt man natürlich nicht so feine, klare Strukturen hin. Deswegen ist jetzt hier auch nochmal ein bisschen was überarbeitet. Im Prinzip könnte ich das ganze Gemälde jetzt auch so lassen. Allerdings hat mein Kunde sich dafür entschieden, dass er doch gerne das Meer ein bisschen grünlicher haben möchte, sodass es noch mehr zu dem anderen Gemälde passt, was er hat. Das ist einmal dieses Gemälde übrigens. Wie gesagt, das habe ich auch mitgefilmt. Könnt ihr gerne auch bei YouTube einmal anschauen. Ihr könnt meinen Kanal übrigens sehr gerne unterstützen, indem ihr einfach meine Videos immer bis zum Ende schaut. Das hilft mir auf jeden Fall immer. Ihr könnt mir auch sehr gerne eine PayPal-Spende zukommen lassen. Den Spendenlink habe ich auch in die Infobox gepackt. Falls ihr auch gerne mal in meinen Shop schauen wollt, da könnt ihr auch gerne reingucken. Ich biete darüber auch Aufträge an, sowie alle meine Unikate, die kann man darüber auch kaufen. Also schaut gerne mal rein.
Links im Hintergrund seht ihr übrigens auch gerade ein Gemälde, was verschickt wird. Also falls euch schon immer mal interessiert hat, wie ich große Gemälde verschicke, das ist jetzt das eingepackte Bild. Das wird von DPD abgeholt und dann geht das auf die Reise. Wenn ihr übrigens bei den Gemälden nicht ganz so schnell arbeiten möchtet, dann kann ich euch auch empfehlen, einfach einen Retarder zu benutzen. Das ist so eine Art Acrylmedium, mit dem ihr einfach nochmal das verzögern könnt, dass es eintrocknet. Ich arbeite einfach immer sehr gerne schnell und lasse es dann einfach zwischendurch trocknen und arbeite dann wieder dran. Also bei mir ist das egal. Ich finde aber so einen Retarder auch ganz super und kann das auch empfehlen. Habe ich auch schon benutzt. Das Gemälde ist jetzt fertig. Hier seht ihr einmal, wie es geworden ist. Ich finde auf jeden Fall diese Grüntöne, dieses Meeresgrün irgendwie total beruhigend. Und das passt jetzt auch super zu dem anderen Bild, was er hat. Hier kommen jetzt übrigens auch nochmal die beiden anderen Gemälde, die ich für diesen Kunden gemalt habe. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt eine kreative Woche und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.